Mit Frauen zusammen essen ging damals überhaupt nicht. Und Händchen haltende Männer war was ganz Normales. Ich bin Günther, 65 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen, wohne jetzt in Offenbach und habe in der Zwischenzeit einige Grenzen überschritten. Das fing an in den Anfang der 60er Jahre, als Indien angesagt war. Da habe ich dann versucht, nach Indien zu trampen, bin allerdings in der Südtürkei nach rechts abgedriftet und habe dann in Jerusalem, damals noch jordanisch, eine Woche im Knast gesessen, wegen des Rauchens damals auch in Jordanien verbotener Substanzen und bin dann kurz vorm Junikrieg aus Ostjerusalem raus, das ja anschließend von Israelis erobert wurde, und bin dann wieder zurück in die Südtürkei und habe dann 1,5 Jahre als Gastarbeiter in der Türkei gearbeitet. Ich bin da eines Nachts in Adana, das ist eine große Stadt in der Südtürkei, auf einen Türken gestoßen, der hervorragend Deutsch sprach, und der hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm für ihn arbeiten wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zwar haben wir Çamaşır suyu hergestellt. Das ist türkisch und heißt nichts anderes als Waschwasser. Ja, das sah so aus. Wir haben Flaschen gekauft, hatten eine große Wanne, da kamen 12 Liter Chlorlösung rein, das wurde verdünnt. In einer anderen Wanne wurden diese Flaschen gewaschen, dann wurde das Zeug auf die frisch gewaschenen Flaschen gefüllt, etikettiert und als Çamaşır suyu, als Waschwasser, verkauft. Und das wurde auch genutzt, zum Bleichen, nehme ich einfach mal an. Das war für mich eine andere Kultur mit anderen Werten, anderen Regeln, die aber sehr gut nachvollziehbar waren und einfach auch dahin gepasst haben. Also zum Beispiel das öffentliche Transportwesen. Man gewöhnt sich schnell an ein Sammeltaxi und findet es gar nicht problematisch, mit 15 Leuten in einem VW-Bus zu sitzen. Die haben alle was zu erzählen, die sind alle interessiert, die reden alle miteinander und die sitzen nicht wie Deutsche im Bus nebeneinander und schauen mittlerweile aufs Smartphone, damals noch aus dem Fenster. Ich wage die kühne Behauptung, da ist auch weniger Angst vor dem Nächsten. Oder war. Mit Frauen zusammen essen ging damals überhaupt nicht. Und Händchen haltende Männer war was ganz Normales. Das hat ja heute einen völlig schrägen Kontext gekriegt. Man hatte einfach diese Spaltung. Es war sehr konservativ. Es war aber nicht so fanatisch konservativ. Also Religion zum Beispiel gehörte zum Alltag, ohne so überbetont zu werden und ohne so einen missionarischen Aspekt. Also niemand hat je versucht, mich zum Islam zu bekehren. Noch niemals ich. Das war für mich dann auch der Unterschied. Bin dann, habe wie gesagt 1,5 Jahre da gearbeitet, bin dann noch ein halbes Jahr in der Gegend rumgefallen und bin dann nach 2,25 Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und das war gerade so die beginnende Zeit der ersten sogenannten Gastarbeiter und damit verbunden auch der ersten Vorurteile, die es gab. Das waren diese Geschichten, was wollen die hier, und wir haben auch genug Arbeit, und dann gab es natürlich diesen Neid, die nehmen uns die Frauen weg, wobei ich manchmal sage, seid froh drum, aber es gab einfach gar kein Interesse an dem, was vermutlich zum Teil auch an den Firmen lag, denn damals gab es ja noch diese kasernierte Unterbringung, dass diese Gastarbeiter irgendwo in irgendwelchen Baracken schlafen mussten, durften, sollten. Und eigentlich auch nicht viel Kontakt hatten zur deutschen Bevölkerung, die das auch gar nicht so, wie ich es erlebt habe, gar nicht so begeistert wollte, Kontakt aufnehmen. Ne? Das änderte sich langsam, also zumindest was Italiener angeht, als die erste seltsame Pizza hieß das Ding, glaube ich, Pizza auf den Markt kommt, die man essen konnte. Und das hat geschmeckt. Also waren da schon die Berührungspunkte ein bisschen dicker. Aber Türken und dann, die kein Fleisch essen vom Schwein und immer in die Moschee laufen, das kann schon gar nichts sein. Also das fing damals schon an und ist ja leider Gottes mittlerweile ganz schrecklich geworden. Was ich mir aus der Türkei mitgebracht habe, ist ein ganzes Stück Toleranz gegenüber anderen Dingen und auch die Bereitschaft, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht auf Anhieb verstehe. Religion, Kultur und so ist unterschiedlich, aber dahinter stecken immer Menschen, die die gleichen Interessen und
gleichen Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste haben. Also, hard to see a difference. Moroz baš? I, Здравейте. Karadosha. Нюнг сон. Здравей, Ага. как си? Оп, че, Какво правиш? као, Дела? че, Ама майлу.